Hallo und willkommen bei So geht Trockenbau. In diesem Video geht es um die Metallprofile, die wir verwenden, um die Unterkonstruktion aufzubauen. Und natürlich auch die Schrauben, die wir benötigen zum Befestigen der Platten. Hallo, ich bin Tarkan. Und ich bin Michael. Wir sind Vorführmeister von Knauf. Trockenbau ist unser Handwerk und wir geben euch Tipps fürs Heimwerken. Ihr wollt zu Hause mit Gipsplatten eine Wand aufstellen und für das Grundgerüst braucht ihr ein Ständerwerk. Wir verwenden für unsere Unterkonstruktion Metallprofile und kein Holz, weil wir wesentlich schneller sind, einfach zu verarbeiten ist und keinen Schmutz verursachen. Unsere Unterkonstruktion besteht aus CW75 Profilen. Und man erkennt das CW75 erstens an der Form, weil es wie ein C ausschaut, und W steht einfach nur für Wand. Auf dem Profil erkennt man sofort, dass es ein 75er ist. 50 mm ist es breit, 0,6 ist die Nenndicke vom Blech. Hier haben wir ein UW75. U deswegen, weil es wie ein U aussieht. W steht wieder für Wand, 75 breit und 4 cm ist das Profil hoch. Und die Nenndicke ist wieder 0,6 mm. Also man nimmt immer das UW für den Boden und für die Decke. Dann nehmen wir das CW und das kommt ins UW rein. So entsteht ein Ständerwerk. Jetzt zeige ich euch die verschiedenen Profile. Fangen wir von dem CW50 an. 75, 100. Man sieht sehr schön den Größenunterschied. Das gleiche haben wir hier von den UW-Profilen, auch in der gleichen Größe. 50, 75, 100. Das hier ist ein super tolles Schallschutzprofil. Das verstärkt wirklich super den Schallschutz. Dann das Knauf-Fixie-Profil. Das ist für Rundbögen, wenn man eine runde Wand machen will. Und ganz auch wichtig ist das Dichtungsband. Das gehört immer aufs UW und alle Anschlüsse drauf. Hier haben wir das UA-Profil. Das ist um einiges stärker wie die anderen CW-Profile, weil es 2 mm stark ist, und das brauchen wir für die Einbauteile wie WC-Gestelle und Zagen. Das ist ein Türpfostensteckwinkel und das benötigen wir für die UA-Profile, dass wir es am Boden und Decken verdübeln können. Auf dieser Seite haben wir dann die Profile für die Decken. Das ist das CD-Profil, C wieder für die Form und D steht für die Decke. UD-Profil, U steht wieder für die Form und D für die Decke. Die benötigen wir wieder für die Wand- und Deckenanschlüsse. Jetzt erkläre ich euch die verschiedenen Schrauben. Die erste wäre die Blechschraube. Die Blechschraube benötigen wir, um die 2 mm Profile zu befestigen, deswegen auch die Bohrspitze. Dann haben wir die Blechschraube daneben, wenn man 2 normale Profile aneinander befestigen möchte. Dann, das ist eine Schnellbohrschraube mit Bohrspitz. Die benötigen wir, wenn wir eine Gipskartonplatte auf ein UA-Profil montieren wollen. Dann eine normale 25er Schnellbohrschraube für die erste Lage. Dann eine 35er mit Bohrspitz, wieder das gleiche für UA-Profil. Dann eine Schnellbohrschraube 35 mm für die zweite Lage. Und das sind unsere Diamantschrauben. Die Diamantplatte ist stabiler und härter, deswegen hat jede Schraube von den Diamantschrauben ein Gegengewinde. Ihr wisst jetzt alles über Schrauben und Profile für euer Innenausbauprojekt. Falls ihr noch Fragen dazu habt, wendet euch bitte direkt an den Knauf Kundenservice. Kontaktinfos findet ihr unten in der Beschreibung. Wenn ihr unser Video über die unterschiedlichen Knauf-Gipsplatten für den Innenausbau noch nicht gesehen habt, hier ist der Link dazu. Wenn ihr gleich anfangen wollt, selbst eure Wand aufzustellen, hier unsere komplette Playlist. Und wenn euch unser Video gefallen hat, Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal.